E-Sport dann wahrscheinlich nur PvP. Gibt auch ein PvE-Turnier, aber da kann man nur maximal knapp $2000 gewinnen. Und das ist viel schwieriger, weil da viel mehr Leute dran teilnehmen. PvP-Turnier, wo kaum einer was macht? Meinst du, dass sich kaum einer anmeldet, oder was? Das ist an für sich tatsächlich richtig, aber zumindest bei Counter-Strike muss man sagen, ist es eigentlich auch gar nicht so anders. Also ich meine, gut, du hast erstmal einen Pay-to-Win-Aspekt, den muss man erstmal ignorieren. Aber zum Beispiel bei Counter-Strike, da gibt es auch so Tier 1, Tier 2, also Teams, so wie erste Bundesliga, zweite Bundesliga so ungefähr. Krausch schon der Energiecore Level 4. Krausch am Durchrushen, ja moin. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, interessieren sich die meisten Leute nur für Tier 1. Und das sind tatsächlich auch nur 20 Teams. Pretty much. Also, und danach interessiert es die meisten Leute schon nicht mehr so sehr. Dann verlieren die meisten schon sehr stark das Interesse. Ja, wie bei jedem Sport. So die Major League, das ist so das, was jeder will. Und das andere ist dann so fast schon ein bisschen amateurhafter. Da interessiert man sich dann nicht mehr so sehr dafür. Da muss man dann schon ein Hardcore-Fan sein, um sich noch dafür zu interessieren. Und ich meine, das heißt, solange du beim FEC immer mindestens 20 Teams hast, die es zumindest probieren oder die zumindest halt halbwegs mitmachen, kann man zumindest sagen, dass es reicht, um irgendwie competitive zu sein. I guess. Also aus dem Blickwinkel habe ich es auch noch nie betrachtet, aber eigentlich ist es wirklich so. Weil ich meine, mal angenommen, es würden 300 Teams dran teilnehmen, dann würden ja trotzdem nur 8 oder 10 ins Finale kommen. Und interessierst du dich dann wirklich für die 292 oder 290 Teams, die es nicht geschafft haben? Wer interessiert sich dann groß für die? Niemand. Die Namen sind innerhalb von ein paar Stunden vergessen. Und, ja. Was hätte man effektiv wirklich davon? Also sowohl Gala, ich meine gut, okay, Gala hätte schon was davon, wenn so viel Interesse bestehen würde. Weil die Leute ja dann auch entsprechend noch mehr Geld ausgeben würden für Equipment und so. Und, Power-Ups etc. Das auf jeden Fall. Aber ich sag mal so, für den Spieler an sich macht es ja keinen Unterschied. Du willst ja einfach nur, dass 10 gute Teams ins Finale kommen. Also als Zuschauer sozusagen. Und dann ist es eigentlich egal, ob es 30 Teams gibt oder 300 Teams. Im Finale sind so oder so nur 10. Und zwar die 10 besten. Und das werden ja in jedem Fall immer die gleichen. Höchstwahrscheinlich. Egal wie viele teilnehmen. Ganz egal ist es natürlich nicht, aber ich meine nur, von der Vergleichbarkeit ist es eigentlich schon so, dass man es dann eben durchaus, wenn man gewisse Aspekte, wie den Pay-to-Win-Aspekt natürlich, ignoriert, dass man es dann durchaus mit anderen Sportarten oder zumindest E-Sportarten ein wenig vergleichen kann. Und einige nehmen nur teil für die Teilnahmebelohnungen. Es gab keine Teilnahmebelohnungen. Wir haben auch teilgenommen, haben alle Bedingungen erfüllt und haben keine Teilnahmebelohnung bekommen. Es gab keine Teilnahmebelohnung. Die wurde einfach gestrichen. Also deswegen hat erstens sowieso kaum jemand teilgenommen. Also die Leute, die für Belohnung teilgenommen haben, waren auch nicht viele. Hat ja kaum was gebracht, um die Anmeldezahlen zu pushen. Und die Teilnahmebelohnung gab es dann auch einfach nicht. Die ist einfach ausgefallen. Hat man nie bekommen.